Wir sind tausende Kilometer gefahren, durch Wüste, Nebel, Kälte und Hitze, zu Orten, die sich manchmal eher wie Fata Morganas angefühlt haben als virale Plätze. Getrieben hat uns dazu ein gemeinsamer Traum. Leere, perfekte Wellen, geteilt mit guten Freunden. Wir haben im Freien geschlafen, in der Wüste gewartet, alles riskiert und epische Wellen miteinander geteilt. Wir haben Fremde getroffen, die zu Vertrauten wurden, Kinder, die uns vom Strand aus beobachteten, Fischer, die mit uns ihren Fisch geteilt haben. Wir haben die Armut gesehen und die Lebensfreude. Menschen, deren Alltag so anders ist als unserer und die eine Herzlichkeit ausstrahlen, die hängen bleibt. Jetzt, auf dem Rückweg Richtung Norden, wird mir bewusst, wie schnell die Zeit verfliegt und dass jedes Abenteuer irgendwann zu Ende gehen muss. Aber noch nicht ganz, denn noch sind wir im Wettlauf mit dem Swell, der ebenfalls Richtung Norden zieht und den wir hoffen noch zu erwischen. Wir sind wieder den ganzen Tag mit einer Pause in der Nacht gefahren und haben Glück, auf eine Sonnenuntergangssession wieder an dem Ort anzukommen, an dem auch unsere Reise begann und bei dem die Bedingungen jetzt viel größer sind, als wir sie bisher dort je erlebt haben. Wir sind zurück, Cabo Ledo, gehen jetzt hier wieder rein. You understood? No. No. Yeah. Ja. Bisschen Onshore-Wind drauf, aber nicht zu viel. Läuft noch schön. Läuft vor allem ewig. Gerade nicht so viele Leute drin. Viele sind schon wieder auf dem Weg zurück nach Luanda. Hier kommen viele Expats zum Surfen am Wochenende her. Ich laufe unterhalb der riesigen Klippe, die über den Point Break thront, entlang, um möglichst nah an den Peak zu kommen. Dieses Mal liegt der Peak viel weiter draußen. Das heißt, wir haben den Wettlauf mit dem Swell gewonnen und ihn gerade noch rechtzeitig erreicht. So groß habe ich die Welle bis dahin noch nie erlebt. Und am Peak bricht sie ziemlich gewalttätig nah an den Klippen. Ein brasilianischer Pro-Surfer ermutigt mich, tiefer zu sitzen, um auch das erste Stück der Welle mitzunehmen. Aber zugegebenermaßen habe ich die Hosen vor dem tiefen Take-Off ziemlich voll. Um die Welle von hier draußen zu erwischen, muss man ziemlich genau auf die Klippe zupaddeln und sich dann voller Überzeugung in den ziemlich steilen, großen Slap hineinstürzen. Wer wie ich hier zu langsam ist, wird von der schweren Lippe eingeholt und einfach abgeräumt. Ich hatte dann richtig Angst, direkt auf den Stein zu landen. Die Belohnung dafür, es trotzdem weiter zu versuchen und durch die Angst zu gehen, ist eine der längsten Wellen Afrikas. Die Welle hier ist so crazy. Hinter mir die riesen Klippe, super
bumpy. Und wenn die großen Sets kommen, wenn man Glück hat, dann läuft die komplett durch. Dann ist das wie so ein Spaziergang durch den Märchenwald. Hier draußen wild, ungestüm. Es ballert hier richtig vor den Felsen rein. Starke Strömung raus, dann wieder rein. Dann kommt da vorne der Slalom, nennen wir es mal so, wo alle sitzen, wo man ein bisschen so durchfahren muss. Dann wird es ein bisschen clean, da kann man ein paar Turns fahren und dann kommt noch so ein Marathonstück, wo man irgendwie auf der Welle bleiben will. Dann hat man es bis ganz nach unten geschafft, hat wahrscheinlich 400 Meter gesurft oder so. Aber da ballert es richtig rein. Schon 25 Tage sind wir jetzt unterwegs und es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Vor dem Aufbruch und zu Beginn der Reise hat es sich angefühlt, als hätten wir jetzt erstmal unendlich viel Zeit. Wochen voller Planung, Gedanken und Erwartungen. So weit weg und so groß. Und jetzt? Jetzt fühlt es sich an, als wäre all das in einem Augenblick vorbeigezogen. Tage verschwimmen, Orte, Gesichter, Wellen und Gespräche. Alles ist noch da, aber eben wie in einem Film, der viel zu schnell zu Ende geht. Genau das bringt mich zum Nachdenken. Und eigentlich ist es im Leben nicht anders. Ich gehe auf die 40 zu und manchmal fühlt es sich an, als hätte ich gerade erst angefangen, wenn mir gleichzeitig klar wird, wie schnell das alles vergeht. Abschnitte, auf die ich mich lange gefreut habe, Kapitel, die sich riesig anfühlen, solange sie vor mir liegen und rückblickend kaum greifbar sind. Wir denken oft, wir hätten noch genug Zeit, unsere Träume zu verwirklichen. Später, irgendwann einmal. Das ist so krass, wenn man hier fällt, zieht es einen sofort da Richtung Steine. Aber irgendwann ist oft schneller da, als man glaubt. Diese Reise erinnert mich daran, wie wichtig es ist, das, was einem viel bedeutet, nicht auf die lange Bank zu schieben und nicht auf den perfekten Moment zu warten. Nicht darauf, dass alles erst sicher, bequem oder logisch erscheinen muss, sondern dem zu folgen, was sich richtig anfühlt. Meinem eigenen Herzen, den Dingen, die einen lebendig machen. Genießt die Zeit, die ihr habt. Seid glücklich, nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn am Ende ist es nicht die Länge der Reise, die zählt, sondern wie sehr man wirklich dabei war, während sie passiert ist. Wissend, dass wir nur noch 2 Tage übrig haben, nutzen wir die Zeit bis zum letzten Sonnenstrahl. Am nächsten Morgen starten wir in ein Mikroabenteuer auf der Suche nach noch weiteren leeren Surfspots. Freunde, wir checken gerade eine Welle. Wahrscheinlich ist der Swell so ein bisschen zu klein. Hinter uns werden ein paar Autos repariert, Kurbelwelle, alles draußen. Nachdem die erste Welle nicht lief, fahren wir ein Stückchen weiter und sehen uns die nächste an. Leider läuft die Welle nicht, wir sind am Spot angekommen. Eigentlich müsste hier hinten der Point sein. Man kann sehen, dass das Ding Potenzial hat, aber das braucht wahrscheinlich einen viel, viel größeren Swell, damit es funktioniert. Wir sind von hier um die Klippe rumgelaufen und was richtig ekelhaft ist, da unten ist alles voller Scheiße. Die liegt da einfach überall rum. Und es stinkt so unfassbar, ich hätte fast einen Brechreiz bekommen. Oh, jetzt müssen wir da wieder zurück durchgehen. Auch der zweite Spot hatte nicht funktioniert, aber noch geben wir nicht auf. Wir haben uns entschieden, weiterzufahren und noch einen dritten anzugucken. Dabei entfernen wir uns immer weiter von unserem Heimatspot. In einem unscheinbaren kleinen Fischerort, in dem reges Treiben herrscht, finden wir etwas, das aussehen könnte wie eine Welle, die tatsächlich noch surfbar ist. Und es gibt tatsächlich einen kleinen Point Break mit einer recht schnellen Welle. Ist ziemlich abgefahren hier. Ich werde fertig machen, reinspringen, wir sehen uns im Wasser. Und wir, Ruben? Auch wenn die Wellen nicht besonders groß sind, so sind manche der Sets zumindest surfbar und wir beschließen reinzugehen. Mega, ich bin froh, dass wir so eine kleine Welle hier haben. Oh, krasser Shorebreak. Zack.
ist überall am Kochen. Überall sind hier so ein paar Steine im trüben Wasser. Aber die Welle ist ziemlich nice. Ich bin dankbar für alles, was wir auf dieser Reise erleben durften, und so genießen wir zusammen die letzten Stunden in Angola, vor allem diese kleine Welle, die uns das Land noch einmal schenkt. Neben einer tiefen Dankbarkeit und dem schönen Gefühl, dass es so unendlich viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt, bleibt mir von dieser Reise auch besonders unsere eigene Vergänglichkeit hängen. Weil ich deutlich spüren konnte, wie schnell alles vergeht. Insgesamt knapp 1 Monat. Vor der Reise hat sich das ewig angefühlt. Jetzt ist es einfach vorbei. Und vielleicht ist das mit dem Leben genauso. Man denkt, man hätte noch Zeit und irgendwann merkt man, dass man mittendrin ist oder schon fast durch. Ich gehe auf die 40 zu und plötzlich fühlt sich Zeit für mich nicht mehr unendlich an. Vielleicht ist das kein Grund zur Angst. Es ist aber vielleicht einfach eine Erinnerung, Dinge nicht aufzuschieben. Das hier war unsere Reise und ich bin froh, dass wir sie gemacht haben.